100. Ja, und nach dem Tag Dart spielen nehme ich meine Scheibe und ja. Stell sie am Boden. Und da steht sie dann. Und wenn ich wieder zocken will, gehe ich wieder her und mach's wieder hin. Und wie ich das gemacht habe, seht ihr in dem Video. Und was ihr dazu braucht auch. Oh. Hallo Leute, ich versuche jetzt mal was, und zwar möchte ich hier an dieser Installation, an dieser Scheibe mit Surround, eine echte Dartscheibe aufhängen, sodass das hier quasi als Schallschutz dient nach hinten. Aber der Clou ist, ich möchte dabei überhaupt nicht schrauben. Dieser Surround momentan ist nur aufgesteckt. So, wie man ungezweifelt erkennen kann, habe ich sehr professionell jetzt dieses Industrieklett. Davon haben wir, glaube ich, den Meter für 1,50 oder sowas hier aufgebracht. Das ziehe ich jetzt ab und dann pappe ich es da drauf. Und dann schauen wir mal. A few minutes later. Hier habe ich das gemacht und jetzt muss ich das ohne meine Haare da reinzubringen. Dahin pappen. So. Vielleicht die innere Scheibe auch erstmal anpappen. Wie kriege ich die jetzt wieder raus? Ich brauche maximale Adhäsion. So, jetzt brauche ich den Hebel von 5 cm Ryan Searle. Nein. Okay. Jetzt könnte ich gleich mal testen, ohne Grund. Da eine Blade 5 reinhängen kann. Ja, also das geht, aber sollte man natürlich nicht machen. Das ist zu unsicher. Ich will jetzt schon mal ohne Schrauben. Aber ich will sehr fest schrauben. Ich will ja eine Geräuschdämmung. So, man sieht es kaum, aber ich habe das jetzt professionell verstärkt. Bisschen mehr Klett hin. Und jetzt schraubt man diese Bordhalterung daran mit 2 Rigipsschrauben. Die halten schön im Polyester. Dann tun wir das da reinklemmen und dann hängen wir diese Blade 6 Triple Core Carbon. Das ist eine ältere, noch ohne PDC-Logos. Leider haben wir die fest bespielt. Das war meine erste Triple Core. Die hängen wir dann da rein. Das Reinschrauben geht eigentlich super leicht, weil es Polyester ist. Das war's schon. Das dann rein. So, dann kommt der große Moment. To fail or not to fail. Roter Lock muss ich eindrehen. Fünf Kilo Triple Core Carbon. Noch nicht in der Halterung. Jetzt ist sie drin. Den roter Lock musst du aufpassen, das drückt natürlich die Halterung auch wieder raus. Das ist zu großzügig, mal. Halterung sitzt, Scheibe sitzt, Aufregung. Können wir uns Surround von nebenan holen. Ich hätte es so lassen sollen, aber man muss immer übertreiben, ne? Ja, man muss da wieder übertreiben. Jetzt könnte ich natürlich noch 2 Surrounds da drauf machen. So, jetzt werfe ich mal drauf. Okay, toi toi toi. Ist sehr leise. Krass. Krass. Also,
Ich würde fast behaupten, dass man so eine Scheibe an der Zimmertür machen kann. Die Scheibe müsste natürlich höher hängen. Das ist ein Problem. Aber an jede andere Wand, die glatt ist, würde auch gehen. In die Duschkabine zum Beispiel. Das ist ja schon sehr gedämmt hier. Und der ultimative Test hilft ja nichts. Hallo? Ja, hallo, ich bin gerade ein bisschen da. Ja, kein Problem. Tschüss. Hallo? Ich komme zum Dartspiel. Ja. Okay. Scheibe hängt schon. Die Tür wackelt auch auf einmal nicht mehr. Die hat immer geklappert wie Hölle. Aber ist ja klar. So, jetzt müsste man es hardcore übertreiben. Den runter machen. Den drauf machen. Ja, der ist eine zu große Größe. Der ist für eine Größe größer, für ein Shotboard. Oder eine Blade 6 mit Target Corona. Aber das ginge auch noch. Ah, da will sie schon von der Wand kommen. Okay, das ist zu viel des Guten. Zu viele Kilos hingehängt. Ja. Also ich denke, wenn die Innenscheibe hier oben auch noch aufliegt, also wenn die komplett geschnitten ist und du lässt das zusammen, dann kann die nicht rausfallen. Weil jetzt ist es halt so, ich könnte die jetzt hier rausheben, weil die hier oben raus kann. Also das Schallschutzteilsystem geht. Man kann natürlich das Schallschutzding an die Wand schrauben zur Sicherheit, aber es würde mit dem Klett und einem Surround auch gehen. Bin mir ziemlich sicher, wenn der Surround enger wäre. Muss man einen suchen, ob ich einen habe. So, jetzt teste ich es nochmal mit einem kleineren Surround. So, der liegt jetzt eng an, so wie ihr es kaufen würdet. Blade 6 Triple Core. Drin. Roter Lock. Das ist ein schönes Setup. Da sollte der Kleine ja auch noch drauf passen jetzt. Da sollte man doch jetzt das machen können. Zum Beispiel so mit der schwarzen Seite. So. Wunderbar. Ich denke, so kann man es machen. So könntest du echt zocken. Du brauchst auch weniger Klett, weil ich es jetzt übertrieben habe. Ubi. Ginge eventuell sogar an der Tür. Warte mal. Das ist die richtige Bordhöhe. Hier muss Bull. Ungefähr da oben müsste es eigentlich sein. Da oben müsste es eigentlich hängen. Hier auf der linken Seite klettert es nicht richtig. Aus irgendeinem Grund, vielleicht ist die Tür schief. Also das ist ein bisschen Selbstmord jetzt, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Ich hoffe nicht, dass jetzt jemand reinkommt. Oh oh, kommt jemand rein. Na, dann gibt es jetzt gleich den ultimativen Crash-Test. Du kannst mal probieren, die Tür aufzumachen. Wenn es runterfällt, fällt es runter. Dann haben wir Pech gehabt. Alter, ich habe das jetzt auf normale Bordhöhe gehängt. Mit dem kleineren Surround und es ist nur noch halb angeklettet. Und es hat gehalten. Ich denke mal. Also das ist. Hast du irgendwas? Das ist echt. Das ist abartig. Ich denke mal, so könntest du echt spielen, ohne dass es jemand auf der Hinterseite. Hört man das Klicken auf der Kamera? Ansonsten kannst du mal auf dem anderen probieren, den Unterschied. Neben dran. Wenn es klicken.
das Tocken von den Darts, ob man das wenn man das auf der Kamera hört, ob man dann vielleicht, wenn du auf den jetzt bloß den Unterschied dann hört. Das hört man schon. Das ist schon definitiv lauter. Das ist viel lauter. Total. Ja. Willst du mich kitten? Jetzt brauche ich natürlich eigentlich so eine Dezibel-App. So halb geklebt gefällt mir das nicht so. Siehst du, das ist oben nicht fest, weil natürlich da oben kein Klett ist. Aber Hattest du nicht letztens so ein Messgerät? hier so mittig, das war eine App. Das war eine Handy-App. Achso, ich dachte, da war so ein Gerät. Das Messgerät habe ich wieder zurückgebracht, weil es nicht wirklich gemessen hat. Also so, hier vertraue ich der Sache 1000%. Ja, das ist ja schon. Das ist ja schon so. So wie das hier fest ist. Also, das glaube ich bleibt hier für immer hängen. Da passiert gar nichts. Nee. Jetzt müsste ich so eine Dezibel-App noch irgendwie herholen, ja. Mist, ey. Ich glaube von Bosch oder so gab es eine. Wenn du dieses Ergebnis auch erreichen willst oder sogar noch besser, dann würde ich dringend empfehlen, bei uns im Shop nicht nur den Surround, sondern mit der Ruhescheibe, mit dieser inneren Scheibe zu bestellen. Die ist auch gut für Dartitis-Training, aber wie du siehst, kannst du auch eine Halterung draufschrauben und dann ist es quasi eine Schalldämmung, die sehr, sehr günstig ist, gut funktioniert und du kannst damit auch komplett ohne Schrauben dein Dartboard an eine Wand hängen. Das würde auch auf einer nicht so ebenen Wand funktionieren, denn das Klett ist mit einem sehr, sehr, sehr starken Kleber versehen und ist echtes Industrieklett. Also es hält auch an einer anderen Wand. Die muss halt nur eben sein, ne, ohne Hubbel, sonst kann es nicht die gesamte Kraft entfalten, dieses Klettband. Wir können diesen Surround in jeder Größe machen zwischen 4 und 26 cm. Der weiße hier hat 13. Der reicht quasi. Das ist sogar noch ein alter, ein 12er. Wir haben jetzt einen 13er, weil da genau Winmau Plasma drauf passt. Aber das erkläre ich euch in einem anderen Video. Klick mal hier oben fürs andere Video. Das hier ist der 6er Pro und der 12er. Der 13er ist quasi noch ein bisschen stabiler. Also die 12er gibt es nicht mehr. Das sind jetzt alles 13er. Außer du willst einen 12er, weil der dir genau reinpasst. Dann kannst du alles zwischen 4 und 26 cm nach Maß bestellen. Entkoppelt vom Schall und komplett ohne zu bohren. Man sieht es zwar kaum, das Einzige, was du wissen musst, ist, dieses Klett kriegst du quasi nicht mehr weg. Das ist bombenfest, der Kleber. Soll ja auch so sein, ist natürlich auch sicher so, aber dass du das weißt. Also rückstandsfreie Aufhängung ist es nicht ganz, dieses Klett kriegst du nicht mehr weg. So, es ist jetzt circa eine halbe Stunde nach Filmen des Videos. Ich wollte jetzt mal mit euch noch die Halterung anschauen. Den Surround tun wir wieder dahin. Schön in weiß. Einhändig aufstecken. So, wunderbar. So sieht es aus wie da drüben, nur in kleiner. Und jetzt schauen wir die Halterung mal an. Die ist ja nur ins Polyester geschraubt. Da ziehe ich die Scheibe raus und leg die mal hier ab. Ist immer noch ganz drin. Die Schrauben haben sich kein bisschen bewegt. Alles top. Ich habe nur hier kleine Beilagscheiben drunter, weil die Schraube, die ich habe, sonst 1 mm hinten rauskommen würde. Und ich wollte nicht, dass das die Klettwirkung quasi beeinflusst, indem es die Scheibe von der Wand abhebt. Hier siehst du, einfach nur Klett. Aber ich kann mich da auch noch dranhängen. Das ist schon sehr stabil. Scheibe wieder rein. So. Jetzt hängt sie wieder drin. Also das Rotorlock kann man auch ruhig noch anziehen. Hier ist das Rotorlock. Kannst du ruhig anziehen. Die Aufhängung kann das. Ne? Perfekt. Hier sieht man es, das ist der 12er, also im Shop gibt es nur noch den 13er, der bietet noch mehr Stabilität. Unter diese einzigartige schraublose Aufhängung fürs Winmau Plasma. Für die Blade 6 musst du Level 0 auswählen, übrigens. So, ich war jetzt duschen, mich umziehen, Mittagessen und bin gerade zurückgekommen, habe null dran gedacht, dass die Scheibe da hängt, habe die Tür auf, habe sie zugeknallt wie normalerweise. Ja, und es ist halt absolut nichts passiert. Und mal wieder suche ich meine Pfeile. Also, ist bombenfest.
Da löst sich von oben nichts, an der Halterung nichts. Hier nichts. Wir lassen das jetzt so dran. Da passiert nichts mehr. Also das kann man auf jeden Fall machen mit dem 13er. So, und hier wäre das Video eigentlich aus gewesen. Ich bin jetzt gerade am Schneiden. Es ist 21:05 Uhr und dunkel. Ja, die Tür ist sogar offen. Das Board hängt immer noch. Mach mal zu. So, Tür zugeschmissen. Passt. Hätte ich jetzt den Plasma Surrounder drauf geklickt, hätte ich sogar ein Plasma an der Tür. Müsste ich natürlich jedes Mal abstecken wegen dem Kabel. Aber das kann man ja mittig abstecken. Aber jetzt soll es auch gewesen sein. Jo, ich hau euch das jetzt auf die Augen. Macht es gut. Tschüssi. So, jetzt noch abonnieren, dann bleibt es auf dem Laufenden. Danke.